Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch ein etwas exotischeres Exemplar eines Füllfederhalters vorstellen. Das habe ich Vintage, also New Old Stock, gekauft. Und ich habe es auch im Internet so nicht mehr gefunden, dass man es irgendwie noch neu bekommt, ob beim Hersteller oder irgendwo anders. Und zwar handelt es sich um den Jean-Pierre Lepin Modell Winston. Ich zeige euch schon mal die Verpackung, die ich dazu bekommen habe. So kam er hier, so habe ich ihn hier bekommen und so habe ich ihn erworben. Alles weitere zeige ich euch dann, wie immer, indem ich euch den Füllfederhalter beschreibe. So ein bisschen was zu der Firma sagen werde. Und dann machen wir Maße und Gewicht. Dann machen wir einen Schreibtest. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Jean-Pierre Lepin Winston. Und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee und ich sage euch, wo ich ihn bekommen habe, wie ich ihn bekommen habe, was ich dafür gezahlt habe und wo ihr, wenn er euch gefällt, vielleicht auch schauen könntet, ob ihr ihn denn findet. Dann lasst uns loslegen. So sieht es aus, die Box, die ich bekommen habe, als ich mir den Jean-Pierre Lepin Winston gekauft habe. Das ist so wie so eine Art Kunstleder, so ein bisschen im vernarbten Kroko-Stil gemacht. Sieht ganz nett aus, hochwertig, auch gewichtig, also schon in Ordnung. Ja, wenn man das so aufmacht, sieht man hier Jean-Pierre Lepin Paris. Mal ein bisschen fokussieren. Dann rollt hier gleich der Füllfederhalter raus, den nehmen wir mal weg. Dann haben wir hier noch eine Garantiekarte drin gehabt, International Guarantee, wurde nicht ausgefüllt vom Vorbesitzer. All Jean-Pierre Lepin products bear a 1-year guarantee covering all manufacturing defects. However, we cannot accept responsibility for damages caused by misuse or deterioration. Also klar, ganz normale Haftungsbedingungen, aber wenn da irgendwie ein Schaden entsteht, dann kann man den dahin zurückschicken. Ja, die Box selber sieht sehr edel aus. Das ist auch hier alles gut gepolstert. So ein Samtstoff ist das, Samt-Velourstoff. Hier ist leider dieses Bändchen defekt. Ich habe auch überlegt, ob man da was rausziehen kann. Kann man nicht. Das ist fest hier unten der Boden drin. Und hier ist so ein Gummiring. Da kann man den Füllfederhalter nochmal drin befestigen. Und sicherlich war das mal so gedacht. Ja, so habe ich ihn bekommen. Dann packen wir die Box mal nebenhin. Halt. Muss hier wieder hingelegt werden. Ja, so sieht er aus, der Füllfederhalter von Jean-Pierre Lepin, Modell Winston. Ich glaube, man sieht auch schon ganz gut, warum dieses Modell Winston heißt. Das hat hier so eine Zigarrenform und diese Zigarre ist natürlich ein Markenzeichen von Winston Churchill gewesen. Und insofern trägt dieses Modell die Bezeichnung Winston, zurückgehend auf Winston Churchill, aufgrund dieser, wie man sagt, cigar-shaped Form. Also eine ganz bekannte Form. Ja, so viel erstmal im Allgemeinen dazu. Das Material, da gibt es verschiedene Ausführungen von. Ich habe mal versucht, so ein bisschen herauszufinden, was das ist. So wie ich es sehe und so wie ich es auch im Internet gefunden habe, ist dieser Füllfederhalter aus Moorholz hergestellt. Und zwar ist das Holz, was über Hunderte, vielleicht auch Tausende von Jahren im Moor lag. Und das hat man dann zur Herstellung des Füllfederhalters genommen. Es gibt noch eine Variante, die habe ich in Amerika gefunden. Da sieht der Füllfederhalter ähnlich aus. Das ist so ein Acetat, also ein Kunstharzgemisch. Das sieht ähnlich aus, aber der Füllfederhalter selber sieht anders aus. Also die Teile hier, die hier, ich sag mal, blank poliert sind da matt. Die Farbe ist dunkler. Also es passt nicht so ganz. Also vom ganzen Gefühl her würde ich sagen,
ist das die Variante Mortarwood oder Moorholz. Und ja, ist auf jeden Fall hervorragend verarbeitet. Ihr seht es hier, ganz tolle Verarbeitung, keine scharfen Grate, nichts dran. Also wirklich ein hochwertiger Füllfederhalter, auch ein kräftiger Füllfederhalter. So mag ich den sehr. Ja, so viel erstmal zum allgemeinen Material. Ja, dann haben wir hier natürlich, fangen wir mit der Kappe an. Achso, wir können mal schauen, wie viele Umdrehungen man braucht, um die Kappe abzuschrauben. Nicht mal eine. Also 3/4 Umdrehung. Dann hat man die Kappe abgeschraubt, also auch für Notizen wirklich sehr gut geeignet. Dann schauen wir uns als erstes mal die Kappe an. Abschlussstück in Silber gehalten. Ja, hier verbunden mit dem Clip. Der Clip funktional, nicht zu fest, nicht zu locker, wirklich sehr gut. Das Kappenband hier unten, ein bisschen näher heranstellen. So, gucken wir mal. Da kann man es schon lesen. Jean-Pierre Lapin, Paris. So, und hier Handmade in Saint-Lupigin. Ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus. Im Jura-Gebirge in France. Also dieser Füllfederhalter ist handgefertigt. Hier könnt ihr auch nochmal die Struktur dieses Holzes sehen. Also ich bleibe dabei, freue mich aber über eure Kommentare, falls ihr da anderer Meinung seid. Das ist die Ausführung Moorholz. Hier seht ihr das wirklich nochmal sehr schön. Ja, bis zum Kappenkopf. Wirklich toll verarbeitet. Metallgewinde bzw. Kunststoffgewinde in der Metallkappe. Dann kommen wir zum Füllfederhalter an sich. Hier beginnen wir mal mit der Feder. Auch da gebrandet Jean-Pierre Lapin Paris. Also auch schön gemacht. Nicht außergewöhnlich, aber es ist eine Stahlfeder. Ich würde sagen, ist eine mittlere Feder. Hochwertiges Material. Griffstück, Metallgriffstück. Aber auch hier muss ich sagen, obwohl hier keinerlei Rillen oder irgendwelche, ich sag mal, den Griff verbessernde Materialien oder Einfügungen angebracht sind, überhaupt nicht rutschig. Er liegt super in der Hand, man hat einen guten Griff dazu. Griffstück ist auch entsprechend groß, sodass man den gut halten kann, wie ihr hier seht. Also alles, wie man sich vorstellt, wirklich ein schöner Füllfederhalter. Ja, der Tintenleiter, auch nicht besonders erwähnenswert. Schöne große Feder, ganz normale Lamellen, nichts Besonderes. Ja, dann schrauben wir hier mal auf. Hier schrauben wir natürlich eine Weile. Ganz hochwertiges Metall, Abschlussstück, Metall auf Metall. Bleiben wir erstmal beim Griffstück. Hier nochmal mit einem Dichtungsgummi versehen, seht ihr hier dran. Konverter habe ich einen eingesetzt, da war keiner dabei. Ich kann nicht genau sagen, ob einer zum Lieferumfang gehört. Ich habe mich hier für die Tinte Lamy T52 Bronze entschieden. Finde ich, sieht ganz gut dazu aus. Alles ja, ohne besondere Feinheiten, sage ich mal. Alles sehr gut verarbeitet, hochwertiges Material, gute Passform von allen Teilen. Also da gibt es nichts auszusetzen daran. Hier könnt ihr noch mal reinschauen, Metallgewinde. Ihr seht, das ist hier wirklich für die Ewigkeit gearbeitet. Hier nochmal die Holzmaserung. Schaftende aus einem Stück, kein Abschlussstück dran. Also alles sehr, sehr schön gemacht und auch recht schwer. Okay, dann setzen wir den wieder zusammen. Und dann kommen wir als nächstes zu den Maßen und zum Gewicht.
Und zum Schreibtest. Maße und Gewicht. Der Füllfederhalter, so wie ihr ihn hier seht, wiegt befüllt mit Tinte und mit dem Kunststoffkonverter 55,6 Gramm. Ihr seht schon, ist kein Leichtgewicht, sondern ist ein richtig schwerer Füllfederhalter, der aber super in der Hand liegt, muss ich sagen. Und ja, so im geschlossenen Zustand misst er 14,3 cm und aufgeschraubt, also ohne Kappe 12,7 und mit aufgesteckter Kappe, das geht also auch, die sitzt auch fest, wie ihr hier seht. Da misst er 17,1, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, da wird der sehr kopflastig, den würde ich so nicht verwenden. Bevor wir zum Schreibtest kommen, will ich euch noch ganz kurz was zu der Firma von Jean-Pierre Lapin erzählen. Und zwar, ich hatte es euch ja vorhin schon, als wir hier uns die Kappe angeschaut haben, hatte ich es euch ja schon erzählt. Das ist also ein kleines Unternehmen, die Füllfederhalter sind handgemacht. Das ist ein Familienunternehmen in der 5. Generation. Man hat angefangen mit Uhren, mit der Herstellung von Uhren. Und nun in der 5. Generation stellt Jean-Pierre Lapin Füllfederhalter her. Also wirklich hochwertige, tolle Füllfederhalter einer kleinen Manufaktur, die aus meiner Sicht schon ja, zu den Spitzenprodukten zählt. Auch wenn wir hier nicht von einer Goldfeder oder sonst was reden, aber das sind so gute Federn, die Stahlfedern, die Jean-Pierre Lapin hier verwendet. Das ist schon Spitzenklasse. Ja, dann kommen wir doch jetzt zum Schreibtest. Und wir haben hier vor uns den Jean-Pierre Lapin. Winston. Ich würde sagen, das ist eine M-Feder, die ist nicht bezeichnet, aber von der Schreibstärke her denke ich mal, ist es eine M-Feder. Die Tinte ist Lamy T52 Bronze. Ich kann mal den Namen ein bisschen hervorheben. Und das Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Ja, und dann könnt ihr jetzt mal hören, wie die Feder hier übers Papier gleitet. Absolut fantastisch aus meiner Sicht. Leichtes Feedback, absolut angenehmes Feedback. Das ist wirklich, man kann es kaum besser machen, muss ich wirklich sagen. Es ist sehr, sehr angenehm damit zu schreiben. Er gleitet, er schwebt übers Papier. Ihr könnt das ja immer vergleichen, da ich immer die Papiersorte von Clairefontaine DCP 160 Gramm verwende. Habt ihr ja einen absoluten Vergleich immer dazu. Und ihr hört selber, das ist wirklich eine fantastische Feder, die hier verbaut ist. Ein sehr, sehr angenehmes Schreiben, ein Gleiten über das Papier. Wir haben sie jetzt mal einen Moment offen gelassen und schauen uns jetzt mal an, ob er damit auch klarkommt und versuchen mal schnelles Schreiben. Ja, sofort da. Keine Einschränkung. Dann versuchen wir mal verkehrt herum zu schreiben. Ja, auch hier versiegt der Tintenfluss nicht. Ich denke, das ist dann hier EF, wenn man sich das so anschaut. Ansonsten seht ihr schon, die Tinte, absolut toller Tintenfluss. Gucken, ob wir ein bisschen Variation hineinbringen. Mit aller Vorsicht. Ja, sehr schön. Also das seht ihr hier, seht ihr hier. Hier könnt ihr es nochmal anschauen.
Hier könnt ihr es nochmal sehen. Also wirklich eine tolle, tolle Feder. Und ich muss sagen, Jean-Pierre Lepin hat mit dem Winston einen wirklich tollen Füllfederhalter hier gebaut. Und ich bin absolut begeistert und daher werde ich euch als nächstes erzählen, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Jean-Pierre Lepin Modell Winston. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Jean-Pierre Lepin Modell Winston? Hier seht ihr ihn nochmal. Also das Schreibgefühl ist absolut fantastisch. Die Feder gleitet über das Papier, kann man nicht schöner sich wünschen. Ganz, ganz klasse. Ich mag diesen großen, also groß nicht im Sinne von lang, sondern groß im Sinne von breit, von griffig, von, ja, ich sag mal, wirklich gut in der Hand liegend, auch mit seinen 55,6 Gramm, die er auf die Waage bringt. Dieses Gefühl mag ich. Das Holz fühlt sich fantastisch an. Es ist ein kräftiger Füllfederhalter. Wer sowas mag, dem lege ich den Jean-Pierre Lepin Winston wirklich ans Herz. Ein sehr guter Füllfederhalter, super verarbeitet. Die Materialien absolut hochwertig. Ihr habt es auch an der Feder gesehen. Die Feder schreibt sich einfach auch fantastisch. Mir gefällt auch dieses schlichte Design. Das ist jetzt nicht die neueste Erfindung mit all ihren Nuancen. Sowas macht Jean-Pierre Lepin auch. Die gehen dann in die Tausende, diese Füllfederhalter. Da gibt es auch tolle Modelle. Könnt ihr euch auf seiner Website anschauen. Wie immer an der Stelle der Hinweis, ich bekomme auch von Jean-Pierre Lepin nichts dafür, dass ich seinen Füllfederhalter hier vorstelle, sondern ich habe den, wie gesagt, New Old Stock mir gekauft und ja, ich bin absolut zufrieden mit dem Modell und ich finde, er schreibt fantastisch und ist ja noch dazu mit Standardpatronen, Standardkonverter hat man auch keine Probleme, das irgendwie zu bekommen. Also alles gut gemacht, alles richtig gemacht, Jean-Pierre Lepin. Einen tollen Füllfederhalter gebaut. Einzige, was ich so ein bisschen als Manko habe, ich hatte es euch ja gezeigt, diese Gewindegeschichte, Kunststoffgewinde auf Metallgewinde, das finde ich, die unterschiedlichen Materialien, weiß ich nicht, ob das immer so zur Haltbarkeit beiträgt. Aber das ist so das Einzige, was ich hier kritisieren könnte, ohne dass ich jetzt Hinweise darauf habe, dass es wirklich jetzt schon hier zu Schäden gekommen wäre. Aber ich finde es immer schöner, wenn das aus einem Material ist, die beiden Gewindeteile. Dann glaube ich einfach, dass es langlebiger ist. Aber wie gesagt, hier ist alles in Ordnung und es ist ein wirklich toller Füllfederhalter, an dem es sonst auch nichts zu kritisieren gibt. Ja, würde ich mir wieder kaufen. Also klar, auf jeden Fall. Ich finde, es ist ein toller Füllfederhalter. Ich habe ihn für 50 Euro gekauft. War sehr günstig aus meiner Sicht. Ich habe, wie gesagt, im Internet mal ein bisschen geschaut. Ich habe ihn gefunden bei einem Laden, der nennt sich Papierblume. Also wie Papierblume nur mit P. .com ist ein Laden in New Orleans und die verlangen für ein ähnliches Modell von Jean-Pierre Lepin, heißt auch Winston, aber ist, glaube ich, aus einem etwas anderen Material. Auch die Beschläge sind ein bisschen anders. Verlangen die $175. Also ich denke mal, wenn man sich hier so einen Füllfederhalter kaufen möchte, dann muss man sowas um den Dreh, so um die 200 Euro, muss man für dieses Modell hier hinlegen. Was kann ich empfehlen? Ich würde bei eBay Kleinanzeigen gucken, bei eBay schauen. Denke, ich würde auch nicht unbedingt in den USA schauen, da kommt nochmal Umsatzsteuer dazu, sondern würde hier versuchen, den zu bekommen und da vielleicht auch so ein Exemplar, das wenig oder gar nicht benutzt wurde, dann Secondhand zu bekommen. Ja, ich würde mich über eure Kommentare freuen. Vielleicht habt ihr ja auch einen Füllfederhalter von Jean-Pierre Lepin und könnt dazu was sagen. Und könnt auch darüber berichten, ob ihr die gleichen Erfahrungen gemacht habt oder völlig andere. Vielleicht musste auch einer den Service von Jean-Pierre Lepin in Anspruch nehmen und kann dazu etwas sagen. Das alles würde mich sehr interessieren und dann freue ich mich von euch zu hören und dann sehen wir uns nächstes Mal bei Ink Up Your Pen.